Ich hoffe, die kommen heute noch. Ja, ich bin gespannt, wie die beiden heute wieder zusammenpassen werden. Das ist eine super spannende Mischung, die wir da heute beieinander haben und bin ganz gespannt, weil es wird großartig werden. Was wird das, Boris? Keine Ahnung. Okay. Wir können anfangen. Liebe Lies Hirn, lieber Valentin Gröbner, ich darf euch herzlich hier begrüßen bei uns in der Erste Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, in dieser Paarung sozusagen hier anzutreten. Die war bewusst gewählt. Ich hoffe, das wird sich im Laufe des Gespräches noch sozusagen zeigen, warum diese Paarung bewusst gewählt war. Und ich darf uns alle hier auch sozusagen noch einmal zum letzten Gespräch, zum 7. Kolloquium der Erste Stiftung recht herzlich bei uns begrüßen. Auch dich, lieber Christian, wir haben eine Reise hinter uns, die sehr spannend war und möchte auch jetzt schon für die Kuratierung und für die Unterstützung in diesem Projekt danken. Und Christian Seiler wird auch das Gespräch moderieren. Wir haben sozusagen das zum Anlass genommen, dass wir uns selbst, also was die Erste Stiftung anbelangt, positionieren, wie man das heute sagt, oder unseren Auftrag klären wollen, den wir quasi aus Anfang des 19. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert rüberholen. Das ist auch eine spannende Diskussion, die wir heute im Laufe des Tages haben. Geht das überhaupt? Wie kann man so etwas tun? Na, wir kommen dann noch dazu. Ich übergebe jetzt an dich, lieber Christian, und bitte beginne mit der Moderation. Der Grund, warum wir jetzt da sitzen, ist, dass wir versuchen, diese Werte, die in der Gründungsurkunde und in den Publikationen der damaligen Zeit festgelegt sind, neu zu interpretieren und mal zu schauen, wie schaut sowas 200 Jahre später aus. Und ist es möglich, das direkt zu interpretieren oder muss man das neu erfinden oder wie machen wir das? Wie verhält man sich dazu? Wie verhält man sich dazu? Und das war eigentlich unter dieser Voraussetzung hat Boris mich in diese Diskussion hineingeholt. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wenn wir was steckt in diesen alten Urkunden, was stecken da für Themen drinnen? Und dann haben wir mal 7 Themenfelder identifiziert. Das waren Mensch, Standort, Wohlstand und Ressourcen, Sinn und Form, Auftrag, Zukunft und Sorgfalt und Veränderung. Darüber reden wir heute. Und wir können in unser Thema einsteigen. Boris, du hast eine interessante erste Frage. Ja, also wir leben ja derzeit sozusagen in einer Gesellschaft, von der behauptet wurde, sie ist nicht nachhaltig. Wir leben in einer Geschwindigkeitswelt, leider jetzt auch in einer Zeit, wo wir in Europa wieder einen Krieg erleben, was wir nicht geglaubt haben, dass das überhaupt noch möglich ist. Und unter all diesen sozusagen Veränderungssituationen gibt es Dinge, die müssen gleich bleiben. Also was uns interessieren würde am Anfang ist, wie ist das Verhältnis zwischen dem, was sich verändern soll und dem, was gleich bleibt? Oder was uns lieb wäre, dass es gleich bleiben würde. Gibt es so etwas? Oder leben wir in einer Zeit, wo wir sagen, nein, es ist sowieso alles im Fluss und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir quasi Geschöpfe sind, die am besten diese Tugenden der Veränderungen in sich aufnehmen, weil sie ansonsten nicht mehr zu Helden werden können? Oder braucht sozusagen den Superhelden, um dieser Veränderung Herr zu sein oder Frau zu sein? Wie
gehen wir damit um? Ist es eine Frage, mit der Sie etwas anfangen können? Sie ist sehr weit. Um es jetzt mal vorsichtig zu sagen, ja. Also, weil ich jetzt diesen Teaser für mich gehört habe mit Superheld, möchte ich sagen, nein, wir sollten überhaupt keine Helden werden wollen. Da sind wir mal beim ersten Punkt und schon gar nicht Superhelden. Die Erklärung ist aber für mich da vielleicht eine, die schon ein bisschen aufs Thema auch hinkommt. Ich habe mich gefragt, und das war ein bisschen der amüsante Zug auch des Buches, das ja vor der Pandemie erschienen ist, oder gerade besser gesagt zu Pandemie, aber ohne zu wissen, was da noch alles auf uns zukommt natürlich, war ja zu sagen, das Interessante daran ist, man hat jemanden, der diesen Traum dieser übermenschlichen Kräfte hat. Ja? Also quasi unsere Vorstellung, wir könnten uns modifizieren, wir könnten schneller sein als das Licht, was auch immer. Also all diese Kräfte hat. Und was macht diese Person oder dieser Charakter? Er verändert nichts. Er arbeitet dem System zu, indem er halt die Bösewichte sozusagen dann dem Gesetz ausliefert. Das ist jetzt die gute Modifikation. Also es gibt keine direkte Rache, keinen direkten Tod mehr. Ja, es gibt nicht diesen Vollstrecker, diesen Heldenkampf, aber ein Gericht entscheidet dann drüber. Aber anstatt, dass dann diese Superheldenperson sagt, gut, es gibt so viele Baustellen, die menschliche Spezies schafft nicht, das zu überwinden, ich muss da jetzt was tun, tut sie gar nichts, sondern sie erhält das System, sie macht Symptombekämpfung. Und deshalb mein eindeutiges Statement, nein, wir brauchen sicher keine Superhelden, es wäre gut, wenn wir uns von diesem Mythos entfernen. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich glaube, dass jede Veränderung jetzt an sich wünschenswert und gut ist. Nur wie wir jetzt gesehen haben mit der Pandemie oder auch dem Krieg, es kommen auch Veränderungen auf uns zu, die wir uns nicht gewünscht haben und wir müssen trotzdem damit umgehen. Und ich halte diese wie soll ich schon sagen, dieser Hype wir brauchen mehr Flexibilität. Ja? Wir müssen einfach uns nur besser anpassen. Ja, bis zu einem gewissen Teil macht es psychologisch Sinn, aber wie wir beispielsweise an so Narrativen mit dieser Superhelden-Mythos etc. auch sehen oder diese superheroischen Mythen sehen, ist es halt auch das Problem, dass ich halt mit der Resilienz zwar mich anpasse, aber tatsächlich nie zu einer Veränderung komme, die das System verändern würde, um beispielsweise etwas zu verbessern oder diese Probleme zu beheben. Also ich bin ein bisschen zerrissen und ich sehe uns auch in dieser Zerrissenheit. Also manche Veränderungen, darauf müssen wir reagieren. Und bei manchen sollten wir darauf reagieren, weil diese Anpassung vielleicht eben dazu beiträgt, dass wir in den Problemen verharren, statt Chancen wahrzunehmen. Ja? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Selbsthilfetherapie, sondern eher im Sinne von, das sind einfach Ungerechtigkeiten, die könnten wir lösen, wenn wir es wollten. Gibt es denn da historische Beispiele dafür? Naja, Veränderung findet auch auf jeden Fall statt. Ja. Wir können uns... Es lohnt sich, ein bisschen zurückzugehen, nicht 200 Jahre, aber vielleicht 100 Jahre. Uns kommt natürlich vor, dass noch keine Generation sich so großen Herausforderungen gegenüber gesehen hat wie unsere oder wie die jetzt 25 sind und gerade die Ärmel aufkrempeln. Aber nur ist das ein Stück weit eine perspektivische Illusion, weil wenn ich mir anschaue, welche Veränderungen meine Großeltern in ihrem Leben mitgekriegt haben, bin ich mir nicht sicher, ob die Veränderungen, die ich mitbekommen habe, seitdem ich 20 bin, so atemberaubend groß sind. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, ich habe in einem Buch von einem britischen Technikhistoriker gelesen, etwas, was mich sehr irritiert hat und seither auch nicht loslässt, dass der Tempo des technischen Fortschritts grob zwischen 1920 und 1970 erheblich höher war als und plus der destruktiven Potenziale als das Tempo des technischen Fortschritts zwischen 1970 und 2020. Und der macht das an zwei, drei Punkten fest. Und eine ist ironischerweise die Größe der Raketen. Die größten je gebauten Raketen werden 1969 in Dienst gestellt, also verwendet. So eine Rakete verwendet man ja nur einmal. Und seitdem schrumpfen die Raketen wieder. Etwas Ähnliches gilt übrigens für eine ganze Reihe von anderen Parametern, wo es einen Peak Ende der 60er Jahre gibt. Und dann geht die Entwicklung anders weiter, als alle gedacht haben. Und ich nehme gleich den besten aller möglichen Fälle, den nuklearen den Nuklearkrieg, mit dem alle Leute gerechnet haben.
und der nicht stattgefunden hat. Das heißt, es gibt ein destruktives Potenzial von Veränderung, das offenbar nicht, obwohl davon die Zukunftsforscher in den 1960er Jahren überzeugt waren, in eine andere Richtung sich entfaltet, als es dem Potenzial und den ganzen Jungs mit den großen Egos, die auf den roten Knopf drücken wollen, inhärent ist. Veränderung hat mit Prognosen eine ganze Menge zu tun. Und man muss dann auseinandernehmen, wer prognostiziert und ist Reden über Veränderung einerseits, Sie haben das sehr schön gesagt, ein Reden über Wünsche, oder ist es ein Reden über das Unplanbare, was aber trotzdem stattfindet, obwohl es niemand geplant hat. Eine ganze Reihe von Dingen hat niemand geplant und sie haben trotzdem stattgefunden. Und ich glaube, es fallen uns sofort 4 oder 5 richtig drastische Beispiele dafür ein. Das heißt, Reden über Veränderung handelt, glaube ich, erst einmal von den Institutionen, die da von sich selbst behaupten, wir sind für die Veränderung zuständig. Also Reden über Veränderung ist eventuell nicht genau dasselbe wie die Veränderung. Ja, definitiv. Aber inwieweit prägen denn die Prognosen die Zukunft mit? Also das kann ich jetzt, da habe ich jetzt einen praktischen Zugang. Wenn ich mit jungen Leuten arbeite, jetzt praktisch auch philosophisch arbeite, und da sehe ich, dass es beispielsweise sehr wenig utopische Vorstellungen gibt und sehr viele dystopischen, apokalyptische Vorstellungen, wie Zukunft sein könnte. Natürlich gepaart mit Ängsten, ja, ganz stark auch ums Thema Klimakatastrophe gehend, jetzt auch Krieg kommt dazu etc., ja, wo die Prognosen natürlich in diesem dystopischen Umfeld stattfinden. Aber wenn ich jetzt frage, was wären jetzt eigentlich utopische Konzepte, welche utopischen Visionen von Gesellschaft haben wir, da habe ich schon den Eindruck, da schaut es recht schwach aus. Ja? Also wir formulieren dann halt Prognosen und versuchen zu korrigieren. Ein bisschen so wie bei den Superhelden, ja? Also das System aufrechtzuerhalten. Aber mir fehlt tatsächlich eine utopische Vision von wie Zukunft sein könnte, ja? Trotz vielleicht Klimakatastrophe oder mit den Änderungen, ja? Ich glaube, da geht es ja auch immer um eine Art von imaginärem Zeitmanagement. Man nimmt, als Historiker werde ich das Gefühl nicht los, dass die meisten Zukunftsprognosen mit extrapolierten also Baustücke aus Vergangenheiten nehmen und sagen, wir nehmen das, was damals nicht funktioniert hat, und wenden es neu, diesmal aber richtig. Das heißt, zu ihrer Utopie und der Dystopie kommt was Drittes dazu, nämlich die Retropie. Ja. Dass wir sagen, diese Art von christlichen Gottesstaat, aber diesmal bitte mit einem besseren Betriebssystem. Diese Art von starken Nationalstaat, aber diesmal mit einem besseren Bildungssystem. Man versucht aus Fehlern zu lernen und wir sind ja in gewisser Weise in der Vergangenheit eingesperrt. Die Zukunft, also die Vergangenheit ist der einzige Ort, in dem wir uns auskennen. Oder glauben, dass wir uns auskennen. Oder glauben, ja. Weil die Geschichtswissenschaft findet ja regelmäßig heraus, dass die Vergangenheit sich verändert. Also wir haben heute, ganz grob gesagt, einen anderen Zweiten Weltkrieg, als wir 1960 hatten. Und das Ganze gilt auch für den Ersten Weltkrieg und für andere Ereignisse und wahrscheinlich auch für die Gründungsurkunde der Sparkasse. Die hat in den letzten 200 Jahren ja für ganz unterschiedliche Sachen herhalten müssen. Und wir sind einfach jetzt wir machen jetzt die neue Version. Und gleichzeitig ist die Vergangenheit natürlich das, was wir nicht mehr verändern können. Wir kommen auch nicht mehr hin. Wir wollen sie ununterbrochen reparieren, können aber nicht. Ich hätte die Geschichte meiner eigenen Familie, was die so in den letzten 100 Jahren gemacht haben, ich hätte schon ein paar Reparaturvorschläge. Relativ umfangreicher, nur ich kann nicht. Ja, aber sozusagen, das prägt ja. Sozusagen, also wenn ich sage, wir leben in der Vergangenheit, weil das ist das Einzige sozusagen, was wir
was uns Interpretationsmaterial gibt, um in die Zukunft schauen zu können. Es sind die einzigen Lego-Steine, die wir auf dem Tisch sind. Genau. So, und das ist ein bisschen jetzt meine Frage. Also, was sind die Lego-Bausteine, die es braucht, um quasi einen positiven Begriff der Veränderung inhalieren zu können, der dann irgendwo hinführt? Also, was sind die kulturellen Voraussetzungen für Veränderungen? Also, ich finde das, was Sie mitgebracht haben mit dem Scheitern, also das wäre ein interessanter Punkt, weil ich bin der Angestellte eines Schweizer Kantons, da gibt es keine Beamten, und unsere Bürokratie, und zwar fast alle Bürokratien, mit denen ich zu tun habe im Wissenschaftsbereich, die sind durch etwas charakterisiert, was ich, je älter ich werde, desto interessanter und auch absurder finde, nämlich alles muss ein Erfolg gewesen sein. Man macht was, man setzt ein Programm auf und selbstverständlich, dann schreibe ich meinen Abschlussbericht für den Schweizer Nationalfonds oder für die eine Stiftung oder für den Verband der Schweizer Hochschulen, und da kommt immer heraus, dass das, was ich ausprobiert habe, ein Erfolg war. Weil es in der Logik, in der Feedback-Logik der Institution sind Erfolge, man kann damit die einmal getroffene Entscheidung nachträglich rechtfertigen. Es wäre viel interessanter, sich zu überlegen, wo sind wir auf eine interessante Weise gescheitert, wo etwas Neues herausgekommen ist. Denn die Wissenschaftsforschung zeigt das ganz deutlich. Sehr viele Innovationen sind nicht geplant, sondern werden durch Basteln und Ausprobieren ermöglicht. Und dann braucht es relativ schnelle Feedback-Schlaufen, die dann sagen, boah, das ist ja eine tolle Idee, wird von den Kunden gut angenommen. Wir wissen zwar nicht, wie es funktioniert, aber wir machen damit weiter. Und das ist der Normalfall von der Technikgeschichte her. Deswegen ist das, was als gegenwärtige Vorstellung für die Zukunft propagiert wird, und mir fallen immer nur die E-Zigaretten und die Elektrozigaretten und die Elektroautos ein, das ist ja nichts anderes als die Möglichkeit zum Weitermachen. Man verändert nichts. In das Auto wird einfach eine Batterie hineingeklemmt und dann schaut man, und das wird als Veränderung und Fortschritt und sogar Erlösung verkauft. Man vermarktet weiter die süchtig machende Droge Nikotin, aber mit so wenig Verbrennung wie möglich, und sagt, das ist Innovation. Also da wäre es spannend, wenn wir uns überlegen, was ist echte Veränderung und was ist weitermachen in der Feedback-Schlaufe als Veränderungssimulation. Was aus historischer Perspektive ein Stück weit der Normalfall ist. Deswegen würde ich immer ein bisschen dafür plädieren zu sagen, wie wurde in der Vergangenheit mit unvorhersehbaren Ereignissen eigentlich umgegangen. Mich hat als Historiker, weil ich mich für Medizingeschichte interessiere, das Ausmaß der Beschwörung von Corona als außergewöhnlichem Ereignis erstaunt, weil eine neue unkontrollierbare, in dem Fall Influenza-Welle, wird seit Mitte der 70er Jahre angekündigt. Es gibt richtig gute Bücher darüber, das Warten auf die Pandemie, die nicht stattfindet, die eben dann doch stattgefunden hat, aber ein paar Jahre später, nachdem das Buch erschienen ist. Und Wien, so wie wir es kennen, die ganze Stadtinfrastruktur ist durch große Epidemien gekennzeichnet. Und wenn Sie mir das nicht glauben, denken Sie für einen Moment an die Kanalisation und an die Wasserversorgung. Das ist das Ergebnis der Cholera-Epidemien der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die waren ein Ergebnis der Globalisierung, weil das Cholera-Bakterium kommt aus Indien und kommt mit dem intensiven Warentransfer Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa. Das heißt, ganz viel und die Freibäder, die wir haben, sind das Ergebnis der Tuberkulose und der Influenza-Epidemien
von 1919, 1920, wo die Leute gestorben sind, wie die fliegen. Wir haben, also unsere vermeintliche Normalität enthält ganz viel katastrophale Ereignisse von früher plus funktionierende und dann irgendwann doch greifende Gegenmaßnahmen. Die Normalität, in dem Moment, wo man sie aus der Perspektive anschaut, ist auch gar nicht mehr normal. Das stimmt. Aber da wird es dann heißen, wenn ich Ihnen jetzt folge, dass diese Normalität eigentlich dem geschuldet ist, dass wir vergessen. Exakt. Ja? Das wollte ich. Normalität beruht auf. Absolut. Wir wissen nicht, warum das ist. Genau. Auf wonnigem Vergessen, Ja. warum eigentlich die Stadt Wien, die öffentliche Hand, anfängt, Freibäder zu bauen. Dafür gibt es ein paar richtig gute Gründe und sie waren alle epidemiologisch. Ja, man könnte auch so argumentieren, dass wirklich die großen sozialen Nöte dieser Zeit dazu geführt haben, dass es heute eine Wohnsituation in Wien gibt, um die uns die ganze Welt beneidet. Nicht? Weil das waren die Entscheidungen des Roten Wien, den Arbeitern Wohnungen in einer Qualität anzubieten, die nicht vorgesehen war bis dahin. Nicht? Ich bringe ein Beispiel, wirklich aus der Praxis, kurz nach Beginn der Corona-Pandemie, wo einige Kollegen und Kolleginnen von mir dann gesagt haben, Wahnsinn, da geht es ja wirklich um was in der Politik. Wo ich mich dann gefragt habe, gut, ja, natürlich geht es da um Menschenleben. Also gut, wir waren also in dieser Utopie, wir haben es jetzt jahrzehntelang nicht so gespürt und nicht gebraucht, es war nicht notwendig. Aber es geht immer um etwas. Und die Vorstellung, man wählt jetzt aus einem kurzfristigen Interesse heraus, ja, weil die nehmen wir nicht die Vermögenssteuern ab oder die verabschieden keine CO2-Steuern. Also aus diesen kurzfristigen persönlichen Interessen herauszuwählen, das finde ich eigentlich ein wesentliches Gefahrenpotenzial, das wir haben. Aber ja, wo fangen wir an? Und alle sagen immer Bildung, ja. Aber ja, vielleicht gehört es auch dazu zu wissen, wo ich mich überhaupt beteiligen könnte. Ich würde aus einer anderen Perspektive nochmal auf Ihre Frage zurückkommen. Ich habe eine Migrationsbiografie, weil ich mit 20 aus Österreich weg bin. Und ich habe, seither bin ich der Ausländer. Und wieder in Wien zurück zu sein, macht mir klar, was für eine unglaubliche Veränderung seit dem Jahr 1982, da bin ich weggegangen, hier eingetreten ist. Erstens ist Wien sehr, sehr viel wohlhabender. Zweitens ist es genauso, wie es in den 1880er, 1890er, 1910er war, wieder eine sehr viel mehrsprachigere Stadt als die, in der ich aufgewachsen bin. Richtig. Weil alle schlecht bezahlten Jobs werden von Leuten nicht österreichischer Muttersprache gemacht. Auch das war 1910 so. Meine Migrationsbiografie hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer nur in Österreich wählen konnte, obwohl ich hier ja gar nicht mehr war. Und das ist etwas, was de facto natürlich dazu führt, dass in der Schweiz in besonders großem Umfang, weil dort etwa ein Viertel der Bevölkerung keinen Schweizer Pass hat. Die können nicht wählen. Das heißt... In den Städten noch mehr, ne? In den Städten noch mehr, da sind es zum Teil 50% oder noch höher. Ja. Das heißt, man hat 50, de facto ein Verhältnis wie im 19. Jahrhundert, das Dreiklassenwahlrecht, wo bestimmte Leute von vornherein politischere Subjekte sind, einfach deswegen, weil sie Männer sind und Mitglieder der Oberschichten im 19. Jahrhundert, als andere. In dem Moment, wo man anfängt, über ein Wahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen nachzudenken, wird es sehr rasch, sehr übersichtlich politisch. Das wäre aber natürlich eine Veränderung, über die in einem vom Alltag von Migration geprägten Land in der Mitte Europas eigentlich die notwendige Voraussetzung wäre, damit die Demokratie überhaupt den Namen verdient, den sie sich selber so gerne gibt. Das ist aber in das
in der Schweiz, für Österreich kann ich es nicht beurteilen, unvorstellbar. Also die Vorstellung, dass man den anderen, die nicht wir sind, ein Recht auf Mitbestimmung einräumt, da kommt man nicht weit im politischen Prozess, wenn man das sagt. Das heißt, Veränderung würde auch heißen, etwas, was vorher unsagbar ist, einfach in den Bereich der Sagbarkeit hineinzuholen. Das ist relativ viel Arbeit. Weil, man redet dann über die weiche Unterseite. Das ist interessant, da könnte man sagen, wäre das eine demokratische Utopie oder eine demokratische Dystopie, und je nach Partei wird das wahrscheinlich dann irgendwie unterschiedlich. Das ist richtig, aber ich möchte es nochmal, also das Unsagbare, das finde ich einen großartigen Gedanken, weil das irgendwie auch meinem Erfahrungshaushalt entspricht, dass sozusagen ohne Imagination Veränderung nicht stattfindet. Also ohne eine Sprache zu finden für das, was man jetzt gerade nicht versteht oder nicht als unmöglich erscheint, ohne die Unsicherheit beschreiben zu können, quasi der Status quo sowieso so stark ist, dass man sich nicht bewegen kann. Und ich habe das auch wirklich auch persönlich schon erlebt, weil ich mir immer die Frage stelle, liegt es an uns, jene Räume oder Gesprächssituationen wie diese hier herzustellen, um genau dieses Unsagbare benennen zu können? Und kann das unser Gemeinwesen? Will es unser Gemeinwesen, um einen Schritt weiter zu kommen? Und wie müssten dann solche Räume kontextualisiert sein? Und ich sehe das immer dort, wo ich finde, zum Beispiel, ich mache in einer kleinen Gemeinde im Westen Österreichs Urlaub, Bregenzer Wald, und haben was Großartiges geschafft. Wir wissen alle, es gibt die Kriegerdenkmäler. Und diesen Kriegerdenkmäler gestorben für die Heimat. Ja. Dabei war es natürlich ein Angriffskrieg, so wie der jetzt ein Angriffskrieg ist. Und sie sind nicht für die Heimat gestorben, sondern für ein ganz brutales Regime, eben die Nazis damals. Und die haben es geschafft, weil sie einen Tisch, ein Gespräch mit den Bürgerinnen, es gibt Überlebende, es gibt sozusagen die Kinder von diesen im Nachhinein Großvätern, die in diesen Kriegen gefallen sind, dass sie das verändert haben und ein neues Kriegerdenkmal, das alte abgerissen haben, ein neues gebaut haben, nur weil sie begonnen haben, also einen Raum, das war eine Stube, herzustellen, wo sie darüber begonnen haben, miteinander zu reden. Und das Unsagbare, dass man in Österreich Kriegerdenkmäler zerstört, um neue zu bauen, erreicht haben. Ja. Und denkt man, verdammt noch einmal, wenn die Vorarlberger das schaffen, genau. Ist das möglich? Geht das nicht auch sozusagen, und deswegen reden wir ein bisschen über Veränderung, sozusagen, auch Ihre Erfahrung. Geht das nicht in größeren Kontexten auch? Na, sicher geht's, aber woran scheitert es dann? Naja, zum Beispiel glaube ich schon, dass es notwendig ist, Punkt 1, man muss gewisse Ressourcen haben. Das ist ein Startvorteil, den man hat, der hilft. Und Punkt 2 muss die politische Bereitschaft dazu sein. Was meinen zum Sie Beispiel unter finanzielle Ressourcen. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht darüber wegtäuschen, dass gewisse Umstellungen oder Veränderungen leichter bewältigbar sind, wenn man den Leuten zum Beispiel Sicherheit gibt und sagt, gut, das und das wird jetzt knapper, aber wir können euch auffangen. Das, was unseren Alltag am allermeisten verändert, ist etwas, was wir normalerweise nicht geplant haben und uns auch nicht gewünscht haben. Ich gehöre zu den Leuten, die die Einführung des Netz, also der miteinander verbundenen Computer als selbstorganisiertes Kommunikationssystem in ihren als 25-Jähriger, Anfang 30er mitgemacht haben. Und darüber hat niemand, das ist eine Veränderung, die ist ein Stück weit ungeplant. Sie ist auch ungewünscht gewesen, und zwar von Anfang an ist die mit massiven Ängsten verbunden, und zwar Ängsten, die sehr viel älter sind als die beteiligten Technologien selber. Die kommen aus religiös, das kann man mit dem der Untergang des Buchs wird seit 200 Jahren ununterbrochen verkündet. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Das ist so eine Möglichkeit. Also Veränderung ist normalerweise etwas, was bei den allergrößten Prozentsatz der davon Betroffenen ambivalente Gefühle auslöst. Das scheint mir ganz deutlich. Dann wird es natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil wir wir waren immer schon wir selber und wir sind total innovativ und sind für alle Veränderungen offen, gehören dann auf eine ganz komische, extrem widersprüchliche Art und Weise ganz eng zusammen. Wenn wir jetzt vor dieser Aufgabe stehen, einen Auftrag, der 200 Jahre alt ist, in die Gegenwart übersetzen zu wollen, geht es überhaupt oder ist das Quatsch? Ich glaube, wir tun das die ganze Zeit. Es geht für mich ein bisschen in die Richtung, mit auch der Diskussion, die ja jetzt gerade sehr modern ist, über kulturelle Aneignung. Also ich glaube, das, was wir sehen auch in der Geschichte, dass wir uns ständig Dinge aneignen, sei es aus der Vergangenheit oder von unter Anführungszeichen jetzt anderen Kulturen etc. und das quasi auch überhaupt den Fortschrittsgedanken ermöglicht hat ein Stück weit. Also alles von Schrift, Buchdruck, also all diese kulturellen Techniken und technologischen Verfahren sind genau diesem Prozess geschuldet, dass wir ständig uminterpretieren. Mir gefällt zum Beispiel auch diese Diskussion darüber, also wie die technischen Entwicklungen auch auf die Sprache zurückwirken und auf unsere Imagination. Also beispielsweise den Dampfkessel, der muss erfunden werden, damit Freud irgendwie mit diesem Vokabular, also in der Psychoanalyse schreiben kann. Ja? Also es ist nicht so, dann gibt es also die hehren Ideen und die Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften sind getrennt und dann gibt es die Technik und die Naturwissenschaft, die machen was ganz anderes, sondern ein Stück weit verwenden wir ständig auch Material von früher, lassen es einfließen, interpretieren wir es um. Wenn wir es jetzt verwenden, hat es einen absolut veralteten Charakter, einen antiquierten Charakter und den verwenden wir auch absichtlich. Also ich glaube, da kommen wir nicht aus und wir tun das ja auch mit den Menschenrechten. Ich meine, die Menschenrechte sind auch, man könnte jetzt sagen, ja, okay, für einen Historiker vielleicht nicht uralt, aber jetzt im Sinne von sehr zeitgeistigen Denken, wo schon nach 10, 20 Jahren etwas veraltet ist oder heillos veraltet ist, sind die uralt und werden diskutiert in Hülle und Fülle, gerade jetzt auch wieder in der Kriegssituation. Also wir interpretieren immer wieder um. Ich finde es eher spannend, dass wir es oft in einen sehr romantisierenden kulturellen Kontext tun. Richtig, ja. Oder auch die neuesten historischen Erkenntnisse auch nicht einbauen. Ja? Also auch zum Beispiel diese Idee, zu diesen Menschenrechten gab es auch Menschenpflichten, nur die wurden nicht verabschiedet. Da hat es keine Mehrheit gegeben. Ja? Also ich meine, das erzählt Bände. Allein diese Anekdote, finde ich, verrät sehr viel über uns, jetzt nicht nur über Frankreich, sondern überhaupt über uns, wie wir die Menschenrechte leben. Ja? Aber andere Baustelle. Aber ich denke, wir hantieren ständig mit diesen Ideen. Und gerade jetzt auch in der Philosophie, der Kanon ist extrem wichtig. Ja? Sie werden ohne antike Vorstellungen und Glückskonzepte, Konzepte von gutem Leben kaum auskommen. Aber natürlich bin ich mir der Gefahr sehr bewusst, dass meine Interpretation, auch übrigens jetzt nochmal in den Übersetzungskriterien, nicht nur im kulturellen Kontext und in dem, dass ich natürlich historisch nie dieses Konzept so erfassen kann, ja, aber dass hier wahnsinnig viel verloren geht. Also das ist natürlich mit großer Vorsicht zu genießen, aber wir tun es die ganze Zeit. Also ich wüsste keinen einzigen Tag, wo ich nicht Konzepte aus der Vergangenheit bemüht hätte und sie wahrscheinlich auch teilweise falsch für meine Zwecke interpretiert habe. Also ich denke, das würde ich sagen, ist sogar normal, unter Anführungszeichen normal. Ich glaube, dass man ohne extrem vage formulierte Leitbegriffe als Werte nicht auskommt. Und die müssen vage sein, damit sie pragmatisch umsetzbar sind. Also ein Stück weit können das nur Worthülsen sein, weil es ja die einzige Möglichkeit ist, die mit einem neuen Inhalt zu füllen. Das heißt, sie sind leer. Gegen Leere ist auch, gegen Leere ist allein schon deswegen nichts einzuwenden, weil es die einzige Möglichkeit für Bewegungsfreiheit ist, ist, dass etwas leer ist. Eine Wohnung, in der keine Leere herrscht, ist
wir wissen, wie diese Wohnungen ausschauen. Und deswegen ist auch diese Vorstellung vor Verlust, also darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, Veränderung nicht als etwas Positives, etwas, was in der Selbstdarstellung von Banken und Stiftungen auftaucht, sondern als echte Verlusterfahrung. Mhm. Und auch als die Möglichkeit zu scheitern, ja. Also da... Das war fundamental zu scheitern. Also, Ja. Also etwas geht schief. Das ist Veränderung. Mhm. Wir haben eine Schlussfrage, die wir jetzt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt haben. Und die stelle ich jetzt Ihnen auch. Das ist, die Frage lautet, wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Bank geschenkt bekommen, was machen Sie damit? Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Und das habe ich tatsächlich noch nie gedacht. Das ist sehr spannend. Das ist super. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ringen gerade Klassenkämpfe in mir. Ja. Also ich fürchte ja, ich wäre da gar nicht so kreativ. Ich wüsste genau, wen ich als Bankdirektor einsetzen würde. Nämlich die Person, die absolut nichts mit Banken am Hut hat. Und mich würde die Dynamik interessieren, also inwiefern dann ein System, wie auch das der Bank und wie sie funktioniert, um das zu beobachten, was das mit dieser Person macht. Also inwieweit, was sind die Verlockungen in der Bank, wie weit kann man Werte und Werthaltungen, die man hat, umsetzen, wie geht man mit Diskrepanzen um. Also gerade das Thema von Schuld und Schulden würde ich aufgreifen. Und was ich aber festhalten würde, ist, dass es definitiv eine zweite Bank gibt, die sozusagen denen, die heillos überschuldet sind, noch eine Chance gibt. Also dass die Möglichkeit, nochmal Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, so zu gewährleisten, dass man sagt, es gibt keinen Punkt, also es weder für zu alte Menschen noch für zu verschuldete Menschen, dass sie quasi noch finanziell tätig sein können oder leben können. Ich würde wahrscheinlich die Bank in 2 Banken aufteilen, im Verhältnis von 80-20. 80% der Bank macht weiter wie bislang mit denselben Menschen, weil die verstehen es besser als ich. Und das andere Fünftel verwandelt sich in ein Experiment, in dem alles umgedreht wird und in dem man eine Veränderungsagentur, also da wird die Bank, die 4/5 der Bank laufen weiter zur Erhaltung des Bestehenden. 1/5 der Bank bekommt den Auftrag, sich als Veränderungsagentur neu aufzustellen. Und dann lässt man das 10 Jahre lang laufen und schaut, wie die beiden Institute, das ist auch ein experimenteller Ansatz, den ich mir jetzt gerade von Ihnen borg, in welcher Form das in einer begrenzten Zeit welche Ergebnisse zeitigt. Das würde ich machen, allein schon deswegen, weil als experimentelle Anordnung, die auf Informationen zurückgreift, die ich ja zum Zeitpunkt der Entscheidung, jetzt ist es alles meins, noch nicht haben kann. Wir wollten Menschen zusammenbringen und gestern saßen hier die Helene Pauer-Studer und der Michael Köhlmeier als Schriftsteller und es war genau dasselbe, eine Reise ins Ungewisse, die sich auch nicht kannten und so nie einander begegnet sind im Gespräch, aber irgendwie war das dann doch mit einem schönen
mit einem schönen Weg. Ja, also und es ging dann auch über Schönheit, ja, über Ästhetik und nicht über Ethik, was sehr interessant war. Und insofern sozusagen haben wir heute auch Dimensionen berührt Ja, na gut, das in unserem Denken, die wir quasi man nicht ohne das aus. Gespräch nicht berührt hätten. Also ich schließe jetzt ab. Ein herzliches Dankeschön. Danke euch da hinten, dass ihr das sozusagen mit uns alles mitgemacht habt, diese Reise, diese 7 Gespräche. Danke auch dem Team für die Vorbereitungen und für die Organisation. Es ist ich finde, ein Konzept und ein Muster, das wir vielleicht auch irgendwann wieder mal aufleben lassen. So. Veränderung als etwas, was Spaß macht. Ja, genau. Ja, Ja, genau. man Also glaubt's vielen kaum. Dank und wünsche noch einen schönen Tag.